Hi, weiter geht's mit Johnny Depp. Wir haben in unserer letzten Folge gesagt, dass Johnny einen riesen Zoff hatte mit seiner Management Company. Wobei die Frage auftauchte, was ist denn das eigentlich, eine Management Company? Was tun die eigentlich? Wen oder was managen die eigentlich? Und dann kamen wir auf die Idee, vielleicht sollte man mal eine Übersicht geben, welche Support-System, welche Hilfsgruppen, Truppen gibt es eigentlich, die so bewerkstelligen, dass ein Star überhaupt funktionieren kann. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist es am besten, wenn wir das mit einer kleinen Skizze machen. Also, hier ist mein Skizzenblock und hier in der Mitte hier ist natürlich in leuchtendem sonnigen Gelb ist der Star. Und wenn ein junger Schauspieler nach Hollywood kommt, was ist sein Ziel? Logischerweise die Studios und die Produzenten. Studios, Produzenten. Da will er hin, da will er seine Rollen haben. Um dieses Ziel zu erreichen, was braucht er? Er braucht einen Agenten. Er muss sich profilieren, um interessant zu werden für einen Agenten. Dann machen wir den Agenten mal hier. Das ist der Agent. Und dieser Agent versucht, diesen Schauspieler dem Studio näher zu bringen, die davon zu überzeugen, dass er wert ist, in eine Rolle aufgenommen zu werden. Das Gleiche tut eine Casting-Agency, die macht das Gleiche, an die wendet er sich und die sagen dann zu dem jungen Schauspieler, wir haben hier eine Besetzungsliste vom Studio, geh doch mal hin zu diesen Auditionings, also zu den Vorführungen und schau, ob du die Rolle bekommst. Die sind interessiert daran, dass er eine Rolle bekommt, weil sie prozentual an der Gage beteiligt sind. Nun ist es aber so, wir sprechen nicht von einem Anfänger, sondern wir sprechen von einem Star. Das ist der Star. Hier dreht sich dieses Verhältnis total um. Jetzt ist es nämlich nicht der Schauspieler, der eine verzweifelte Rolle sucht, sondern es ist das Studio, das unbedingt den Star haben möchte. Es geht also in diese Richtung. Und die Aufgabe des Agenten ist jetzt nicht mehr, das Studio von der Qualität des Schauspielers zu überzeugen, sondern den Star von der Qualität der Rolle. Sagt der Star dann ja, weil er die Rolle ganz interessant findet, wird ein Vertrag ausgehandelt. Der Vertrag läuft zwischen den Anwälten der Agentur und den Anwälten des Studios. Damit aber der Star, damit seine eigene Seite repräsentiert wird, hat ein Star immer sein eigenes Anwaltsbüro. Und diese Anwälte arbeiten zusammen mit den Anwälten der Agentur und den Anwälten des Studios und handeln auf diese Weise einen Vertrag aus. Es ist aber so, dass ein Star ein kompliziertes Leben führt und er kann eigentlich nur dann funktionieren, wenn er umgeben ist von Leuten, die ihm zuarbeiten. Und das ist allgemein gesagt das Management. Und vielleicht kann man so sagen, dass im Management sich in zwei Teile teilt. Einmal in die persönliche Teil, das ist der persönliche Assistent, das ist persönlich, und in den berufsbezogenen, jobbezogenen, das ist der Manager. Und jetzt mache ich mal, die können von einer Firma kommen oder sie sind völlig unabhängig. Sie arbeiten jedenfalls dem Star direkt zu. Und ich mache jetzt mal einen kleinen Kasten, indem ich die Aufgaben der Management-Leute nochmal kurz skizziere. Also oben zum ersten ist das Persönliche, persönlich. Das ist vor allem die Aufgabe des persönlichen Assistenten. Was macht der? Naja, der kümmert sich alles um das, was der Star für sein allgemeines Leben braucht. Also zum Beispiel der Star hat ein neues Auto bestellt, das muss abgeholt werden. Der Star hat überhaupt keine Zeit und Lust, sich um das Haus zu kümmern. Es muss dafür gesorgt werden, dass der Gärtner kommt. Wenn das Klo verstopft ist, dann muss der Klempner geholt werden. Wenn der Hochzeitstag kommt, dann muss der Assistent Blumen besorgen für die Ehefrau. Oder wenn Weihnachten kommt, dann schreibt der Assistent Weihnachtsgrüße an die Golden Globe Juroren und der Star unterschreibt sie nur. Also das sind die persönlichen Sachen, die ein normaler Mensch allein macht, aber das machen dann die Assistenten für ihn. Beim Management, das ist die berufsbezogene Sparte. Dazu gehört, ganz oben ist dabei Security. Das ist ganz wichtig. Die Stars sind so stark in der Öffentlichkeit, die wollen sich und müssen sich sicher fühlen. Vor allem nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Familie und für ihre Kids.
wenn die zur Schule gehen, dass da nichts passiert, dass niemand kidnappt oder irgend sowas. Es geht sogar so weit, dass manchmal bei Pressekonferenzen mit irgendeinem Star, die wir haben, ist sogar ein Bodyguard dabei. Aber und zwar selbst bei uns harmlosen Presseleuten, wir würden den Star wirklich nicht angreifen, aber trotzdem ist ein Bodyguard dabei. Nächste Sparte wäre die Koordination der vielen Termine und Events, die ein Star hat. Die meisten Superstars sind ausgebucht für 1,5 Jahre oder vielleicht sogar länger, weil sie sich verpflichten müssen für irgendwelche Filmrollen. Und diese Termine, Flüge, Hotel, müssen koordiniert werden. Und das gebe ein kleines Beispiel, wie weit das gehen kann. Die nächsten Oscars sind am 5. Februar 2019. Und so muss also jemand von dieser Koordination zu einem Anwalt gehen und sagen, du, wenn du den Vertrag machst über diese Rolle, dann bitte bedenke, dass am 5. Februar kein Drehtag sein darf. Das ist dann im Vertrag festgehalten, weil vielleicht der Star zum Oscar nominiert wird oder weil er als Presenter, Laudator dort anwesend sein will. Der nächste Teil wäre dann mit der wichtigste natürlich, sind die Finanzen. Und hier gab es den Zoff bei Johnny Depp, weil er sagte, die haben Geld von ihm veruntreut und die sagten, Johnny Depp habe zu wild mit seinem Geld rumgeast. Jedenfalls ist dieser Finanzbereich der wichtigste, wenn das Geld kommt von den Studios, dann geht es zu den Finanzen, wird abgerechnet und dann wird natürlich der Anwalt davon informiert, ob das alles stimmt mit dem Geld, vertragsmäßig, und auch ganz wichtig, der Agent, der das vermittelt hat, kriegt seinen prozentualen Anteil an der Gage der Rolle. Noch dazu, also mit anderen Worten, wenn eine Rechnung kommt über irgendetwas, für was den Star betrifft, ob das nun seine Wasserrechnung im Haus ist oder ob das seine Villa ist, die er sich irgendwo kauft, er wird nie die Rechnung sehen. Die geht automatisch an die Finanzstelle des Management Companies und die bezahlen das. Da kann der in Australien sein, trotzdem wird alles für ihn erledigt. Dazu gehört auch, und das ist relativ wichtig für Schauspieler heutzutage, das sind die sogenannten Endorsements. Endorsements oder Ads. Das ist also, wenn die Stars in irgendeiner Form neben ihrer Rollen durch Werbung oder sonstige Sponsorships zusätzliches Geld verdienen, geht natürlich auch zu den Finanzen, und manchmal geht es zu den Agenten, wenn der das vermittelt hat. Ich weiß zum Beispiel von einem Fall, ein Agent, den ich ganz gut kenne, der hat einen Deal vermittelt für Pierce Brosnan, dass der ein Bier repräsentiert mit Plakaten in Portugal, hat er 10 Millionen bekommen und der Agent hat dafür seine Prozente eingestrichen. Also nun, das ist der finanzielle Bereich, und dann kommt am Schluss das ganz Wichtige für einen Star, der ja von der Öffentlichkeit und von der Anerkennung, Bewunderung der Öffentlichkeit lebt, das ist sein Image. Und zu diesem Image gehört natürlich das Persönliche, der Trainer, Designer, Stylist und so weiter, die er anheuert, die er entweder fest angeheuert hat, feste Verträge hat, oder die bei Gelegenheit dann auftauchen, wie das meistens bei den Frauen ist, wenn sie von irgendwelchen Designern die Kleider bekommen. Wichtig dabei, ganz wichtig dabei bei dem Image sind natürlich die Publicists. Publicists, das sind PR-Leute, ist nicht richtig übersetzt. Pressesprecher trifft es einigermaßen, sind die Pressevertreter sozusagen, die den Star beraten und sagen, du, ich hab eine Anfrage von Time Magazine, dieses Interview solltest du vielleicht doch machen oder solltest vielleicht nicht machen, weil die dir nur in die Pfanne hauen oder so. Also die Publicists entscheiden darüber, wie der Star in der Öffentlichkeit vertreten wird, gesehen wird. Und das läuft natürlich über die Presse. Das ist die Presse. Hier komme ich ins Spiel. Wenn ich ein Interview haben möchte mit Brad Pitt, dann gehe ich zu seinem Publicist und sage, kann ich ein Interview mit Brad Pitt haben? Und dann sagt er 99 Fällen von 100 nein, aber vielleicht dann klappt es dann doch irgendwas. So kommen Interviews zustande. Wenn ein Star nun einen Film gemacht hat oder eine Fernsehserie hat oder irgend sowas,
Dann ist natürlich das Studio, sind die Produzenten interessiert daran, ebenfalls Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Riesendicke Premieren, Interviews und so weiter. Und auch hier ist die Koordination, die Publicists von dem Star arbeiten zusammen mit den Publicists der Studios, gehen zur Presse. Und durch die Presse geht es dann zu der Endphase, nämlich die Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit erfährt dann durch diesen ganzen Prozess, was sie von dem Star zu halten hat. Kann sein, dass dieses wilde Kunstwerk ein bisschen zu konfus ist, aber ich hoffe, das war einigermaßen klar. Und wie es dann weitergeht mit Johnny Depp, davon, when I see you next time.